Hammer. Mega toll. Ja, ich kann ja reden, das ist ja nicht das Thema, oder? In der heutigen Episode ist der Sandro Bross, ursprünglich von Basel, mittlerweile aber schon seit vielen Jahren in Baden daheim und bei uns heute im Podcast. Sandro, möchtest du dich mal bei uns vorstellen? Zuerst mal Dankeschön, dass du mich eingeladen hast, Martin. Sehr toll. Mein Name ist Sandro Bross, wie du schon gesagt hast. Ich bin vor einer Woche 58 Jahre jung geworden. In dem Fall nachträglich alles Gute. Dankeschön vielmals. Ich bin in Olten geboren und bin von Schönewert, wo die schöne Ballifabrik steht, nach einem Jahr mit meinen Eltern auf Biersfelden gezogen, dort aufgewachsen. Und wie man gehört, wird jetzt so, es wechselt einfach aufs Baseldeutsch, es geht nicht anders. Also für alle meine Aargauer oder Zürcher Freunde, es tut mir leid. Es ist einfach so. Wie lange bist du schon in Baden? Ich bin, frag mich, es ist 39 Jahre, sage ich jetzt 39 Jahre. Ich bin mit 21 nach der Lehre, habe ich das Militär gemacht und dann nachher bin ich auf Baden gekommen. Ja, und seitdem bin ich dort. Jetzt bist du schon sehr jung als Coiffeur in die Welt von der High Society gekommen, mit reichen Leuten, Leuten in der hohen Gesellschaft. Was lernt man über Menschen, wenn man in Kontakt ist mit diesen Menschen und denen ihre Coiffeur ist? Was lernt man von diesen Menschen? Ich habe wahnsinnig viele tolle Geschichten gehört von den hauptsächlich Kundinnen. Weil früher war so der Mix mit Damen und Herren nicht so gewesen. Heute ist das ganz vermischt. Und ich habe zum Beispiel geliebt, wenn ich den Leuten noch Maniküre machen konnte. Das hast du früher noch können, so Maniküre. Und dort hast du so Zeit gehabt, um ein bisschen mehr zu plaudern. Und dann haben die Frauen mir Geschichten erzählt. Ich habe natürlich auch immer gefragt, neugierig, sie haben einen schönen Ring an, was ist das für ein Ring? Und dann hat die dann gefunden, toll, dass der fragt. Und dann hat sie erzählt, von wo. Und so sind immer ganz viele spannende Geschichten entstanden. Aber unter dem Strich sind die ganz genau gleich gewesen, die Leute, wie die anderen auch. Sag mir, Geld und gesellschaftlicher Status ist ja nicht automatisch eine Garantie, um glücklich zu sein. Nein, gar nicht. Überhaupt nicht. Hast du das schon festgestellt, auch bei deinen Kunden? Ja, klar, natürlich. In diesen über 42 Jahren, als ich in diesem Beruf tätig bin, da ist so viel Schicksalsschläge von Leuten, die so viel Geld haben, erfolgreich sind, nicht gesund sind, nicht glücklich sind, Trennungen hinter sich haben, Verluste, Todesfälle, alles Mögliche. Also ich habe eine Bandbreite, das ist immens, oder? Nein, das ist überhaupt keine Garantie. Gar keine. Jetzt hast du mit all diesen Begegnungen und diesen Kunden auch vielleicht gelernt, dass, oder hast du eine andere Sichtweise aufs Leben bekommen? Die Sichtweise, die verändert sich natürlich immer wieder. Die ist nicht mit 19 gekommen und ist immer noch da. Und das ist ja, man wächst ja am Leben. Und ich habe einfach relativ gleich gemerkt, hey Junge, das Leben ist da. Und das heisst ja Leben, also lebt das Leben mit allen Hochs und Tiefs und negativen und positiven Seiten. Und ich glaube, es hört auf dann, wenn das Herz das letzte Mal Bumm macht, dann ist dann fertig. Was dann kommt, wissen wir nicht, aber dann, ja, also bis dann mache ich weiter, so wie ich bis jetzt gemacht habe. Einfach hopp, let's go. Wie bist du zu deinem Beruf gekommen? Mein Vater war schon Coiffeur. Der ist von Norddeutschland oben, von ganz hoch, von Cuxhaven. Ich habe ja auch ein Teil der Grosseltern ist schwedisch, also ich habe sehr nordische Wurzeln mehr. Und da ist dann auf das Schönewert runtergekommen und alle die Frauen dort haben gefunden, wow, was ist das für ein Hübscher und so. Und meine Mutter hat das sich gekrallt, oder? Und dann ist der mit ihr auf Biersfeld, hat das Geschäft aufgemacht und meine Eltern haben sich relativ früh scheiden lassen, mit 7. Und ich bin natürlich im Schulweg am Papi seinem Geschäft vorbei und bin immer dort reingegangen und habe auch immer diese Puppenköpfe herumprobieren. Und ja, ich habe immer irgendetwas Kreatives gemacht, irgendetwas rumknübeln an etwas.
Und irgendwann habe ich dann gefunden, ja, es zieht ja mal ins Reisebüro. Mir hat das gefallen, wenn die da im Ordner rumblättern und da die anschauen. Habe ich gefunden, ich will auch mal ein bisschen rumblättern. Aber das sage ich, also, du musst Coiffeur werden. Das war ganz klar gewesen. Also von Anfang an Von gewusst. Anfang an, ja. Und ich würde es wieder lernen. Immer und immer wieder. Jetzt hast du ja mir erzählt, dass vor der Finanzkrise hast du 26 Mitarbeiter gehabt. Ja, das war unser Höchststand gewesen. Das ist eine ordentliche Anzahl an Mitarbeitern für einen Coiffeursalon. Ja. Ja. Hat sich damals das für dich nach Erfolg angefühlt? Total. Weil wir haben ja gestartet mit null Budget, also 0 Franken, zero, nichts. Ich habe in jungen Jahren mit 22 irgendwie Schulden bei den Steuern. Ich habe gefunden, ja, du kannst jetzt leben, nimmst einfach das, was du hast und nichts überlegt. Leasing mit schönen Auto, alles, nichts überlegt, bis dann eines Tages wirklich gemerkt habe, hey, so geht es einfach nicht weiter. Und dann habe ich dann angefangen, das Zeug mit Hilfe von Bekannten, von Kunden halt, oder? Es gibt dann ein riesiges Repertoire, wo du kannst hier züpfeln und hier kannst du jemanden fragen und da weiss ich auch noch jemanden. Und dort habe ich dann relativ schnell mit jemandem Kontakt gehabt, der mir geholfen hat, aus dieser Krise rauszukommen. Und ja, dann ist dann relativ schnell losgegangen. Und dann habe ich ein Angebot bekommen und habe das in den Weg geleitet. Ich hatte eine Geschäftspartnerin damals. Die ist mir dann 2 Tage vor Vertragsunterzeichnung abgesprungen. Und dann haben einfach auf einen Klapp 80'000 Stutz gefehlt. Und ich dachte, hey, nein, was mache ich jetzt? Und irgendein Coiffeur-Kollege, hey, hast du Lust? Nein, geht nicht. Und ich dachte, hey, das kann es nicht sein, weil ich habe so einen tollen Erfolg hatte bei einer Firma, wo die machen so Unterstützungen für Coiffeurgeschäfte, wo sie dann die Richtigen zahlen. Du zahlst das mit den Prozent, die du dann bekommst, wird das abgezogen direkt und so rückvergütet. Ich konnte dort einen Bomben-Deal machen mit denen. Alles war parat und am Schluss einfach 80'000 Franken, die fehlen. Und ich habe mich geweigert, meinem Vater anzurufen und zu sagen, Papi, ich brauche deine Hilfe. Und irgendwann habe ich einfach gedacht, ja, jetzt muss ich es machen. Und dann sagt er, ich habe schon auf das Telefon gewartet. Und ich dachte, du bist noch du ehrlich. Wieso? Ja, ich habe das schon gewusst, dass es nicht geht mit der. Ich habe alles parat gemacht. Dann hat er mir seine Pensionskasse aufgelöst. Und gerade damals, im 1998, mein Vater selbstständig war, der hat nicht so viel Geld auf der Seite gehabt. Das war einfach eine andere Zeit, nicht so wie heute. Und dann habe ich das Geld bekommen und dann bin ich am anderen Morgen ins Geschäft arbeiten, wo ich damals angestellt war, und habe einen Latsch gezogen. Und die erste Kundin sagt, was ist mit dir? Mir fehlen 20'000. Ja, warte schnell. Ich weiss nicht mal, haben wir dort schon Nattel oder nicht, oder ist sie vorgegangen und telefoniert, Leute, sie ihrem Mann, sagt sie, du los, können wir ihm Sandro 20'000 Franken geben? Und sie sagt, ja. Dann habe ich gefunden, okay, das ist es, jetzt machen wir es. Und dann habe ich gerade von Anfang an entschieden, der Laden heisst «So wie ich, Sandro Bross». Fertig. Und dann ist es losgegangen. Und dann haben wir relativ schnell, in 2 Jahren, bin ich schuldenfrei gewesen. Martin, musst du dir vorstellen, in 2 Jahren schuldenfrei. Ich hatte natürlich den Vorteil, ich bin relativ schnell durch Kontakt hat eine Freundin von damals hat mich dann so ein bisschen in die Promi-Welt hineingebracht. Und dann hatte ich einen kleinen Bericht auf der zweiten Seite in der Schweiz Illustrierten, wo Sharon Stone ihre Haare abgeschnitten hat. Habe ich einer Freundin von mir die Haare gesagt, komm, das machen wir auch. Dann haben wir denen angerufen, ich habe im Fall jemanden, wo ich dachte, so hat sich das ergeben. Und das war der Startschuss, dass du halt ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen hast. Jetzt mittlerweile hast du 15 Mitarbeiter. Ja. Was ist schwieriger? Ist es schwieriger, ein Unternehmen aufzubauen und wachsen zu lassen? Oder ist es schwieriger zu akzeptieren, dass mit der Zeit sich der Markt verändert und vielleicht die Grösse sich entsprechend anpasst und man muss das auch akzeptieren können? Also akzeptant ist man sicher der absolute Supercharger. Also wenn du kannst akzeptieren, dass etwas nicht läuft oder etwas läuft oder du Veränderungen musst vornehmen, dann bist du wahrscheinlich im richtigen Modus. Und wir sind natürlich abhängig von der Wirtschaftslage. Die Leute kommen oder kommen nicht, weil sie zu wenig Geld haben, zu wenig Zeit haben. Corona hat uns fast gekillt und
es verändert sich natürlich auch. Also Medien haben auch einen sehr grossen Einfluss. Wenn du mal irgendetwas liest auf 20 Minuten, wo es dann darum geht, irgendwie ja, wegen Coiffeur und dann wenn ich die Kommentare lese von diesen Leuten, ich schneide die Haare selber oder ich gehe im Make für 20 Franken und denke so, hä? Also, hallo, was ist da? Ich komme nämlich nicht raus. Aber ich habe das relativ gleich gelernt. Das hat mir mal jemand gesagt, vor x 100 Jahren. Schau, Sandra, du musst eins sehen. 80% der Menschen sind Mitläufer, die laufen einfach mit und plappern alles nach, was die anderen erzählen. Und die anderen 20, das sind die aktiv sind, etwas verändern, etwas in Frage stellen. Und du dich bitte auf die konzentrieren. Die anderen ist okay, die kannst du haben, die helfen dir, aber die bringen dir nichts am Schluss. Ja. Und zwar nicht, dass sie nichts bringen, dass sie dir nicht Erfolg bringen oder Geld bringen, um Gottes Willen, aber du kannst von denen nicht ernten. Also du kommst keinen Erfahrungswert über. Das wiederholt sich immer wieder, wenn du schaust, bei Abstimmungen. Irgendwie. Meine Mutter war zum Beispiel auch eine. Dort ist ein Flugzeug abgestürzt. 80, es sind 80 Leute gestorben. Bei ihr sind es 100 gewesen. Also, sie hat es nicht interessiert, was ist wirklich passiert. Man hat einfach so einen Monolog weitergemacht und ja, und das ist, ich glaube, du probierst schon immer so herauszufiltern, wo ist es spannend und wo gibt es etwas zu erleben, wo kann man nicht profitieren. Profit ist ein falsches Wort, aber wo kann man wachsen? Das ist immer so mein Credo gewesen. Wo kann ich wachsen? Wo kann ich auch etwas geben? Und wo komme ich etwas wieder zurück über? Sollst du auch junge Leute ausbilden? Also ich tue selber nicht ausbilden, weil ich von Anfang an gesagt, ich habe für das nicht Zeit, ich muss den Laden führen mit diesen Leuten, ich tue die Leute führen und ich tue den Laden führen, aber ich habe immer Leute gehabt, die das gemacht haben bei uns im Geschäft. Aber du schaffst mit jungen Leuten zusammen? Ja, klar, wir haben Lehrlinge, die kommen. Und das ist auch etwas, was sich wahnsinnig verändert. Immer wieder, heute ist das ganz schwierig geworden. Früher viel einfacher. Und bis jetzt muss ich sagen, haben wir, also ja, bis auf ein paar Ausnahmen, die hast du immer, aber bis jetzt immer top. Jetzt haben wir gerade 2, die abgeschlossen haben, die Prüfung, mit einer neuen Angestellten, die das übernommen hat. Und es war super toll, alle sind stolz. Und es ist natürlich toll, mit jungen Leuten zu arbeiten, weil du bist an dem, ich glaube, das halten wir auch jung. Da bist du immer am Puls von der Zeit mit allem. Wieder gehen die in den Ausgang, was erleben sie, Dating, Handy, Kleider, Dramen, Trennungen, verliebt sein, alles. Also spannend. Was können junge Menschen von deiner Generation lernen? Ich glaube, was die Jungen, und das ist das, was ich immer wieder zu hören bekomme, wenn sie nachher weg sind, nach der Lehre, und wir haben eigentlich mit sehr vielen immer noch guten Kontakt, dass sie manchmal vorbeikommen, auf einem Psychli oder auf Instagram etwas schreiben, oder die sich dann selbstständig gemacht haben, habe ich dann auch schon, hey, super sieht das aus, wow, toll, Chef. Und ich sage immer alle Chef, das ist so lustig. Und ich glaube, sie profitieren von meiner Authentizität, dass ich echt bin und dass ich nicht irgendetwas bin, wo ich nicht will sein, oder dass ich so bin, wie ich bin, mit allen Ecken und Kanten, und dass ich sehr fordernd bin und sehr gewillt bin, die Leute weiterzubringen und ihnen zu sagen, schau, das musst du machen, wenn du das willst, musst du das machen, wenn du das machst, das kannst du machen, aber das bringt dich nicht weiter. Was denkst du, was kann deine Generation von den jungen Menschen lernen? Ganz vieles, vielleicht ein bisschen Sachen lockerer nehmen, vielleicht ein bisschen mit etwas ein bisschen weniger pragmatisch umgehen. Und dann denke ich mir immer so, ach Gott, jetzt bin ich alt geworden, und ich sage, die Jungen, das ist das, was du immer so gehört hast, früher von den anderen, die Jungen. Und dann finde ich doch, nein, es hat so tolle junge Leute auch. So, nicht jeder Junge sagt dir, du, grüezi. Und dann denke ich mir schon, ja, doch, ich bin alt. 58 ist alt, ist nicht jung. Aber ich sehe jung aus oder frisch noch aus. Und dann, ja, sage ich, kannst schon du sagen. Aber ich habe so viel, immer so tolle Situationen. Ja, ich glaube, es ist ein Zusammenspiel von der Generationen. Wenn das gut kommt, ist das wie so ein guter Drink in einem Mix, wo einfach am Schluss ist er einfach fein oder ist nicht fein. Hey, gefällt dir die Episode? Dann lass uns doch bitte ein Like da, abonniere den Kanal oder, noch viel wichtiger, setze einen Kommentar unten drunter. Das hilft uns und der Community zu wachsen. Vielen Dank und viel Spaß. Sandra, jetzt hast du mir erzählt, in der Vergangenheit hast du nebst dem Coiffeursalon auch noch einen Blumenladen gehabt.
Also das heißt, man merkt bei dir aus, die Ästhetik, das ist ein großes Thema bei dir. Das geht so weit, dass du auch Interesse hast an Interieurdesign. Warum macht man noch einen Blumenladen auf? Warum? Weil man schwanger war mit dieser Idee und sich irgendwie halt das ergeben hat und man dann irgendwie gefunden hat, ja komm, also machen wir doch das auch noch. Und das ist, ich habe das total toll gefunden, aber der Herr Bross hat halt dort die falschen Leute eingestellt und irgendwie, ja, vielleicht zu naiv reingegangen. Am Schluss einfach wirklich zack, peng, 250.000 verloren, alles aufgelöst. Ja, no, okay. Dann, und dann habe ich angefangen nach Corona mit Inneneinrichtungen. Das hat wirklich eingeschlagen wie eine Bombe. Super, läuft immer noch sehr gut. Manchmal ein bisschen mehr Aufträge, weniger. Ich habe einen Showroom in Baden, wo mir so ein bisschen Wohnsituationen zeigen. Und habe eigentlich das Thema wieder ein bisschen aufleben lassen. Und Blumen sind immer noch das Thema. Also, wer weiß, keine Ahnung. Es ist einfach Fluch und Segen zugleich. Die schönen Sachen haben mich schon immer fasziniert. 250.000, das ist eine ordentliche Hausnummer. Tut sicher weh. Die hat wehgetan und vor allem, die ist weg, genau dort, wo nachher die Finanzkrise kam. Also das Geld ist nie mehr reingekommen, nie mehr. Und das ist ein Thema, wo man halt heute struggelt zum Teil, wenn halt Engpässe kommen, wo du denkst, okay, ja, also jetzt müssen wir das irgendwie lösen. Ich sage mir immer, weißt du was, es geht immer irgendeine Tür auf und es geht immer. Und es ist bis jetzt immer gegangen. Wenn es nicht mehr geht, dann suchen wir etwas Neues. Ich bin sehr lösungsorientiert und ich bin nicht einer, der den Kopf in den Sand steckt, sondern schaue auf und sage, mein Credo ist, das haben wir, glaube ich, als wir miteinander telefoniert haben, habe ich dir das auch gesagt. Für mich ist klar, wieso haben wir im Gesicht alles gegen Führen. Also die Ohren sind gegen Führen, die Nase, das Maul, die Augen. Es ist alles gegen Führen fokussiert. Weil wir müssen fürst schauen und vorwärts schauen und nicht rückwärts. Rückwärts ist okay. Und du musst dich ja nicht bewegen in der Zukunft und in der Vergangenheit, sondern im Hier und Jetzt, weil das findet statt. Die Stunde, die wir jetzt miteinander verbringen, die kommt nie mehr. Die ist einmalig. Und ich glaube, wenn man hier fährt, ein bisschen reflektieren und sich ein bisschen an der Nase nimmt und sagt, hey, okay, komm, vielleicht geht es plötzlich. Führ mich mal schnell in die Zeit. Wann war der erste Moment, wo du gemerkt hast, irgendetwas stimmt hier nicht, es geht nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe? Mit dem Blumenladen? Die Zahl hat nicht gestimmt. Okay. Der Umsatz ist nicht reingekommen. Relativ schnell habe ich gemerkt. Und ich muss dazu sagen, ich habe dort halt auch ein bisschen gestruggelt mit dem Projekt, das vorher dort drin war. Und dann hat man dann relativ klein noch anders, hat man dann wieder einen Laden aufgemacht. Ich hatte natürlich auch keine Chance, mich zu entwickeln. Ich bin dort halt reingefallen. Und ja. Warum fällt es uns Menschen so schwer, Sandro? Was denkst du, etwas aufzugeben, wo man so viel Zeit und Geld investiert hat? Das ist natürlich eine sicherheitsbedingte Sache. Also, du kaufst dir eine teure Uhr und hast Freude an dieser Uhr und dann, wenn du sie verlierst, dann ist das ein Drama. Und dann sage ich, aber weißt du, du hast ja die Uhr gehabt. Ja, was, jetzt ist sie halt weg, jetzt ist sie weg. Klar ist dann die Versicherung und kannst sie wieder... Aber die Zeit kommt nicht mehr. Es bringt nichts, dass man die Zeit hinterher säckelt und sagt, ja, das ist einfach so, die Zeit, die ist weg, die ist aufgebraucht. Es hat einmal den Film gegeben mit dem, ich glaube Justin Timberlake, Timeline, wo sie da so eine Zeituhr drin haben, sie können gegenseitig Zeit aufladen und die Zeit läuft einfach ab. Es wäre ja noch spannend, wenn wir wüssten, wenn wir sterben, wie viel Zeit wir noch haben, wie wir dann würden umgehen mit dem Leben. Das ist eben noch lustig. Und es gibt ja auch ganz viele so Szenarien von Leuten, die dann mit Menschen, die im Spital liegen, die am Sterben liegen, sagen, ja, was würdest du anders machen? Und alle sagen das Gleiche am Schluss, was sie würden anders machen. Sandra, was würdest du jungen Menschen empfehlen, die an etwas festhalten, das nicht funktioniert? Die Frage ist, für wen funktioniert es nicht? Es gibt natürlich Leute, die sind gefangen in diesem Zirkel und finden, es funktioniert bestens. Dann ist halt die Frage, ob dann jemand vom Umfeld vielleicht mal sagt, du, los, glaubst du, hast nicht das Gefühl, vielleicht geht es nicht. Ich glaube, dort muss jetzt erst mal etwas passieren.
Und sonst halt einfach mal probieren, irgendwie aus dieser Bubble, wo du drin steckst, einmal halt einen Moment neben dir zu stehen und einmal das probieren von außen anzuschauen und sagen, hey, was mache ich eigentlich da? Wieso mache ich das? Was bringt mir das am Schluss? Und dort dann halt probieren mit den richtigen Leuten im Umfeld, mit erwachsenen Leuten, mit erfahrenen Leuten, probieren zu realisieren, wo hakt es. Fragen stellen und neugierig sein und die Augen nutzen, zum Schauen und einfach fragen. Sandra, erzähl mir mal, was ist so die skurrilste Geschichte bei dir im Coiffeurladen, die du je erlebt hast? Also in der ganzen Karriere oder jetzt in der Selbstständigkeit? In der ganzen Karriere. Ach Gott. Das war, wir haben dort am Steinenberg ein Geschäft gehabt, beim Teppich Mori unten innen. Dort, wo ich die Lehre gemacht habe, beim Beat Bühler seinerzeit. Super, das war so toll. Wenn ich darüber nachdenke, denke ich mir so, ist das toll gewesen. So mega. Und dann hat es dort nachher um eine Ecke herum, wo der Spengler ist und so, ist das erste so Thai-Fast-Food-Restaurant aufgegangen. Und wir sind damals hinten runtergelaufen dort, zum Essen holen. Und dann sind wir dort bei der Küche von jemandem, «Hallo!» Die hat so Freude gehabt und zu mir so, «Hoi, hoi!» und so. Und dann sagt eine mal, «Kann ich kommen für schöne Haare, will pinke Strähnen?» und so. Dann habe ich gesagt, «Ja, kommst du rauf?» Und dann sagt sie, «Ich will 7 pinke Strähnen.» Und dann haben wir, «Ja, okay.» Und mein Ausbilder hat gesagt, «Los, das ist Asiatenhaar, da musst du gerade mit 30 dahinter.» Also dort hast du noch mit 30%igem aufgebleicht. Und ich habe das gemacht und noch Dampfhaube drauf und laufe irgendwann vorbei und sehe einfach eine Folie am Boden liegen. Dann denke ich so, was ist denn da los? Und gibt er so einen Schupf, dass die hinter ins Labor rutscht. Hat die anlängen, die hat gekocht, macht die auf und die Haare haben sich aufgelöst. Und ich so, «Andi, ja, geh gerade abwaschen.» Dann haben wir das abgewaschen. Die Haare waren super schön weiss gewesen. Also schon ein bisschen porös, aber es hat gehabt, bis aufs Nummer 7, da hinten. Und dann, das hat so ein kleines Hörchen noch gehabt, das haben wir dann halt auch pink eingefärbt, oder? Und dann nachher, hat sie dann zählt und hat gesagt, super schön. Am zweiten Tag ist sie aufgekommen und gesagt, «Warum nur 6, nicht 7?» Und dann habe ich gesagt, «Oh, vielleicht habe ich einen vergessen.» Das war so der Horrormoment. Ich fand, nein, sorry, das geht gar nicht. Und das Zweite war bei einer Kundin, das war auch ganz toll, auch in Basel. Das war eine ältere Dame. Du musst dir vorstellen, was ist das für ein Disney-Film mit der Ursula? Die feste, und die hat ja so Haare, die so raufgehen. Und die Frau, Doktor, so und so, hatte so bläuliche Haare gehabt. Und dann haben wir mit dem Stielkamm da müssen so ein bisschen rauf. Und dann hat sie gesagt, noch ein bisschen höher. Und irgendwann bin ich mit dem Stielkamm angegangen und die niest, peng! Und der Stielkamm steckt in die Stirn. Und ich habe gedacht, jetzt sterbe ich. Oh mein Gott. Und dann habe ich auch rausgezogen und macht sie, macht nichts. Und ein bisschen blutet und das war gut. Nein, ich könnte jetzt irgendwie eine halbe Stunde Geschichten erzählen, Leute, die die Stege da abgefallen sind und alles Mögliche. Aber das heisst noch nie ein Ohr abgeschnitten? Auch schon reingeschnitten, doch. Also abgeschnitten, aber auch schon reingeschnitten. Und dann habe ich auch schon in einer bekannten Persönlichkeit mal mit dem Babyliss an den Hals an. Und ja, also doch, das gehört. Das ist Berufsrisiko. Was ist der frechste Moment, den du bis jetzt gehabt hast im Coiffeursalon? Der frechste Moment, den ich einen rausgestellt habe. Okay. Weil ich gefunden habe, so geht es nicht. Während dem Haarschneiden? Ja. Okay. Ja. Nein, habe ich gefunden, das müssen wir uns nicht bieten lassen. Sie soll bitte meiden, unseren Salon zu besuchen. So. Was war der traurigste Moment gewesen? Also sicher traurig war, als mein Papi gestorben ist vor 19 Jahren. Das habe ich sehr traurig gefunden. Weil wir auch nicht irgendwie können richtig voneinander Abschied nehmen. Und ich habe dann dort oh Gott, wo ist das? Mein Bruder Holz ist auch gestorben. Und ich bin dann mit meiner Schwester und seiner zweiten Frau sind wir dann uns verabschieden und anschauen. Und ich habe dann gesagt, können die schnell rausgehen? Und bin an das Bett an und habe angegeben und gesagt, du, wir sind noch nicht fertig zusammen. Und ich habe bis ein Jahr lang nicht trauern, ich konnte nicht brüllen, ich bin nicht traurig gewesen, ich bin hässig gewesen. Ich habe gefunden, hey, geht's noch? Du hättest mir noch sagen sollen, ich bin stolz auf dich, du hast alles super gemacht, es war toll gewesen und so. Nicht. Da ist einfach abgefahren. Ich habe gefunden, hey, nein, geht gar nicht. Und dann hatte ich seinerzeit eine Kundin, die
Ich habe das ihr gesagt, ich habe gesagt, ich kann nicht, es geht nicht, ich kann nicht traurig sein. Sie sagt, soll ich dir helfen? Ja, wie? Sie hat eine Person, eine Kundin, also eine Kundin von ihr, die macht mit Hypnose Rückführungen, also dass du mit diesen Leuten wieder in Kontakt kannst treten. Du merkst jetzt auch, wie meine Stimme schwer wird. Das ist etwas, was mich sehr berührt, Bewegt. nach wie vor. Und dann haben wir das gemacht und es hat funktioniert und ich bin dann in ein Theater gelaufen und auf dieser Bühne war ein Thron. Und mein Vater ist dort oben gesessen. Ich bin dort reingegangen und sagte, komm rauf. Ich sage, was machst du da? Sitz, nimm Platz. Dann bin ich dort abgesessen. Und dann sagte er zu mir, Sandro, das ist dein Platz, weil du hast alles erreicht, was ich immer erreichen wollte und nicht geschafft habe. Und ich bin so stolz auf dich und ich finde es also es war eine Begegnung. Mein Vater hat sich von mir verneigt und hat wirklich mir seine Aufwartung gemacht. Und ich fand, boah. Und von dort weg ist das ganz natürlich gekommen. Ich bin traurig. Ich habe heute noch, wenn ich noch einmal laufe und an ihn denke, dann geht das Tränen und finde irgendwie, ja, schade, bist du nicht mehr da, kann ich dir nicht zeigen, wie toll dass ich es mache. Und wenn du natürlich die Eltern mit 7 sich scheiden lassen, ist halt schon noch schwierig. Also ich hatte nicht eine tolle Jugend gehabt. Halt, vieles hat gefehlt, aber ich habe durch das halt immer so eigene Familie gegründet, mit Freunden und Freundinnen und das hebt bis heute und das ist toll. Du hast mir in unserem Vorgespräch erzählt, dass dein Vater in Bezug auf deinen Beruf ein grosses Vorbild war, aber sonst nicht unbedingt jetzt ein Fixpunkt, Orientierungspunkt, was ein Vorbild anbelangt. Ja, gell. Mein Vater hat natürlich nach der Scheidung dann, hat er dann hier eine datet, dort eine datet. Nach 2 Wochen ist er neu im Auto gehockt und ich habe das immer doof gefunden. Aber mein Papa ist mit uns, es ist lustig, heute, als ich gefahren bin, dort beim Hilton, beim Bahnhof oder Aschen, nein, ist nicht Aschenplatz. Beim Bahnhof, ja. Was ist das für ein, ja, beim Bahnhof. Also jetzt ist der Badewasspark. Ja. Und das Hotel Hilton, und wir sind entweder in das oder ins Hotel International, immer fein zu Mittag essen. Und mich hat das fasziniert, wie die mit diesen Händchen gekommen sind und haben, serviert haben und alles. Also, mein Papa hat schon mir probiert zu zeigen, schau, so musst du durchs Leben gehen, so musst du anständig sein, so musst du dich benehmen. Und das hat bestens funktioniert. Er selber ist dann irgendwann einmal zu einem Alkoholiker geworden und hat sein Leben nicht mehr im Griff gehabt, hat dann zum Glück noch die letzten 10 Jahre eine tolle Frau gefunden, die ihn geheiratet hat und die ihn dann bis zum Schluss begleitet hat und weggebracht hat vom Alkohol. Und dann, jetzt musst du dir vorstellen, ist er zum Coiffeur gekommen, wo er schon nicht mehr geschafft hat. Und dann ist er durch den Laden gelaufen und gesagt, «Grüezi, ich bin im Fall der Vater von Sandro.» Und er hat gewusst. Und also er hat sich schon brüstet mit dem, «Das ist mein Sohn.» Aber er konnte es nicht sagen. Und das ist halt schon so, ich merke das von den Generationen, meine Generation, die haben das von den Eltern nicht so bekommen. Das ist so ein bisschen, mit dem habe ich immer gestruggelt und ist auch heute manchmal, wo ich denke, du siehst andere, die es toll haben, wieso hast du das nicht gehabt, aber dafür hast du anders gehabt. Man kann nicht immer alles haben. Sandro, du hast sehr viel Erfahrung vom Leben, das merkt man. Und ich habe dir noch 2 Dilemmas mitgebracht aus unserer Community von 2 Menschen, die im Moment vor einem Dilemma stehen. Und ich würde dir sehr, sehr gerne die 2 Dilemmas überreichen, weil ich das Gefühl habe, dass die 2 sehr von deiner Lebenserfahrung können profitieren. Okay. Ist das okay? Ja, das ist super. Probieren wir, schauen wir. Ich tue hier meine Brille mal. Okay, machen wir hier «Let's go». Dilemma 1. Ich habe seit Jahren einen Traum, in den ich unglaublich viel Zeit, Energie und Geld investiert habe. Trotzdem merke ich, dass es einfach nicht funktioniert. Meine Familie sagt mir, ich soll ihn endlich aufgeben. Aber ich habe Angst, dass all die Jahre umsonst waren. Wenn ich jetzt aufhöre, woher weiß ich, ob ich noch kämpfen soll oder loslassen sollte? Das ist der Beat 43. Jetzt ist die Frage, ist der Traum wirklich realisierbar? Also kennt er Leute, die so einen Traum gelebt haben? Ja, okay, weil man kann ja auch einen Traum haben und der ist einfach unrealisierbar, der ist einfach wirklich fiktiv. Ich glaube, wichtig ist, dass er dort sich mit Leuten trifft, die ihn ganz klar
vor Konfrontationen stellen und ihn auch klar fragen, kannst du das handeln, willst du das handeln, kannst du mit dem umgehen oder nicht. Und das ist also Reflexion. Ich würde auch ihm empfehlen, er soll sich wie so wie heißt das Spiel mit Memory? Karten machen und alle Sachen und das auslegen. Und dann neu sortieren und schauen, hey, nein, das geht nicht. Das geht nicht. Oder doch, es geht. Und er wird automatisch merken, wenn er fährt, sortieren, richtig sortieren und ehrlich mit sich selber ist und sagt, nein, es geht nicht. Dann weiss es. Also am Schluss weisst es immer. Und du musst es selber machen. Die anderen können es nicht für dich machen. Du hast auch einen freien Willen, da kann auch niemand beeinflussen. Also du musst selber das, was du willst, ändern, musst du machen. Niemand anderes. Das kann dir niemand abnehmen. Kein Arzt, nichts. Also Beat, ja, du super sortieren und gang ehrlich mit dir selber ins Gericht und dann weisst du die Antwort relativ schnell. Das heisst, also, wenn ich das zusammenfasse, du würdest trotzdem dein Umfeld einbeziehen und die Meinung von anderen abholen? Nein, natürlich nicht die jetzt alle dagegen sind, weil die sind sowieso dagegen. Und die Leute, wieso sind sie dagegen? Ich weiss ja nicht, die Situation nicht, aber es gibt vielleicht Leute, die wollen einfach, die gönnen anderen einfach keinen Erfolg. Die sind neidig, eifersüchtig. Von denen gibt es Tausende. Das sind dann die eben auf so Plattformen mit negativen Kommentaren. Und ich denke, hey, hallo, hat es euch irgendwie da oben reingeknallt? Oder was, wie kann man so etwas sagen? Und das ist natürlich das, was die heutige Zeit völlig anders macht, wo ich denke, okay, vielleicht hat er, obwohl er ist 43, also ich denke, er sollte ja auch ein bisschen Lebenserfahrung haben, dass er vielleicht im Leben steht und merkt, okay, aber am Schluss musst du mit dir selber ehrlich sein und sagen, hey, das geht oder nein, das geht nicht. Da musst du einfach ganz klar fokussieren und reflektieren und dann mit Leuten in Kontakt treten, die dir vielleicht Fragen stellen, die sehr unangenehm sind, wo du vielleicht musst sagen, ja, nein, was auch immer. Ich glaube, das ergibt sich dann von allein. Die Frage ist natürlich, was investiert er? Investiert er Geld? Tut er Freundschaften opfern für das? Was ist er alles bereit zu machen für diesen Traum? Und was ist der Traum wirklich? Das ist noch schwierig so, aber ich würde super sortieren. Das finde ich das Wichtigste. Wenn ich ein Problem habe und ich habe keine Ahnung, was mache ich jetzt? Dann sortiere ich und dann schaue ich, wo, was, wieso, okay, weg. Ich finde das ein ganz spannender Ansatz, also vor allem auch mit dem Memory. Viele Leute machen ja auch so die Plus- und Minus-Seiten, wo sie gegeneinander aufstellen. Aber der Ansatz mit dem Memory finde ich noch spannend, dass man je nachdem eben Sachen auch wieder umkehren kann. Ja, oder auch zum Beispiel, ich habe mal jemanden kennengelernt, der hat ein Glas mit Steinen drin und unterschiedliche Grössen und auf diesen Steinen sind Namen gestanden. Beruf, Krankheit, Bruder, Wohnung, Geld. Also er hat die Steine bewusst angeschaut, jeden Tag, bis er gemerkt hat, den Stein kann er rausnehmen und es hat sich erledigt. Das ist ein Fokus setzen auf etwas, oder? Ja. Wenn du etwas fokussierst. Ich meine, wenn du dir vorstellst, ich fahre von Baden auf Basel und klar habe ich mein Navi und alles, aber ich bin ja fokussiert. Ich fahre ja Auto und will dort hinkommen. Ich bin ja dann auch fokussiert. Also dann muss man halt bei Sachen, die man erreichen will, muss man wirklich mit dem Fokus, und da kommen wir wieder zum Thema, warum ist das Zeug alles vorne, weil es führen geht und so. Das ist vielleicht so das. Cool. Ja. Nehmen wir wir zum Dilemma 2. Okay. Das ist von einer Sandra. 32. Nach außen habe ich eigentlich alles, was man für ein gutes Leben braucht. Okay. Einen sicheren Job, eine Wohnung, Freunde und Familie. Trotzdem habe ich seit einiger Zeit das Gefühl, dass ich nicht wirklich glücklich bin. Ich weiß aber auch nicht, was mir fehlt. Sollte ich dankbar sein für das, was ich habe, oder diesem Gefühl nachgeben und riskieren, mein bisheriges Leben zu verändern? Immer verändern. Immer. Nicht stehen bleiben. Also nie. Irgendetwas ist ja, was sie unsicher macht. Oder? Wo sie sich fragt, nach außen. Also für sie ist wichtig, wie es nach außen aussieht. Das hat niemand zu interessieren. Also klar, wenn ich rausgehe, ich bin jetzt vielleicht halt ein bisschen pingelig und schaue ein bisschen, dass alles stimmt. Oder wenn ich Leute einlade, dann tue ich gerne vorher ein bisschen saugen und dass alles sauber ist und so. Okay.
aber das ist meine Entscheidung. Aber wenn dann die finden, ja, also deine Wohnung ist dann schon so ein bisschen pingelig, ich sage, ja, also, das Essen ist hoffen wir es gut und wenn es, ja, sonst gehst. Also, du dich nicht auf das fokussieren nach außen. Das ist ja schon mal, du bist gar nicht bei dir. Also bleib mal bei dir und schau mal, was will ich, was tut mir gut. Okay, du hast einen sicheren Job, aber gefällt dir der Job? Du hast eine Wohnung, gefällt dir die Wohnung? Oder hättest du lieber gerne eine im Gundeli oder irgendeine im Jakobspark oder was auch immer? Man merkt, Freunde, du bist in Basel angekommen. Ja! Ja, ich glaube nicht, dass wenn sie das Gefühl hat, dass sie nicht glücklich ist, dann hat sie ja die Antwort. Dann muss sie etwas ändern in ihrem Leben, weil sie nicht glücklich ist mit dem, was sie hat. Aber dass sie sich fokussiert, was die anderen, mein Gott, hör auf mit dem, abfahren. Die anderen interessieren mich nicht. Die interessieren mich auf der Autobahn, wenn mich einer überholt, sagt, oder so. Aber nein, ich würde mich fokussieren, was du willst. Klar, weißt, das klingt jetzt alles gut und recht. Ich denke manchmal auch, hätte ich sie gefunden, ich bin doof oder finde ich mich irgendwie blöd oder finde der mich blöd. Das begleitet jeden Menschen mal in einer Sequenz. Aber ich lebe nicht mein Leben für die anderen, dass sie finden, der Sandro Bross, wow, der ist toll. Ja, schön, wenn sie es finden, aber ich muss sagen, am Schluss des Tages, gut gemacht. Das ist das Ziel. Sandra, jetzt hast du mir gesagt, ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, wenn ich morgen stirb, wäre es okay. Absolut. Von wo kommt die Überzeugung? Weil ich so viele Leute sterben nicht gesehen, also von so vielen Leuten erfahren, die gestorben sind in jungen Jahren, kleine Kinder, Neugeborene, junge Leute, reifere Leute, alte Leute. Und mein Gott, das ist nichts für ewig. Also, ich habe auch keine Angst vor dem Tod. Ich habe nicht Angst, dass da irgendwie der Sensemann kommt und dann sagt, so, Bürstchen, und jetzt gehen wir Stock runter in die Hölle. Also, das sind alles so Sachen, die wir irgendwie hören und von den Filmen und tralala. Wir sehen es dann, aber ja, wenn es halt so ist, dann ist es so. Denn ich habe gute Sachen erlebt und ich habe das Gefühl, ich habe mein Leben in einem sauberen, in einem guten Lebenszyklus gelebt. Also, klar möchte ich noch älter werden und möchte ich noch viel geben und überkommen und leben und erleben. Aber mein Gott, wenn es jetzt halt so ist, dann ist es so. Pech für die Schweiz. Keine Ahnung, oder Pech für mich. Eben doch vorhin gesagt, Pech für die Schweiz, oder? So. Danke vielmals für das sehr aufschlussreiche, inspirierende Gespräch. Sehr gerne, danke Dankeschön, dir, dass du Martin. da gewesen bist. Dankeschön. Ich wünsche dir alles Gute. Gleichfalls. Und ich verspreche dir, ich komme nach Baden. Sehr gut, das machen wir. Sehr gut, super. Dankeschön. Danke, Martin.